Hallo liebe Zuschauer, liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Konstatiert Pigeon News. In unserer heutigen Folge mit Ehrengast begrüßen wir Susanne, die Gründerin der Stadttaubenrettung in Bernau oder Stadttaubenhilfe in Bernau bei Berlin. Susanne, vielen Dank für deine Zeit und nicht zuletzt und vorab vielen Dank im Namen unserer Brieftauben und der Züchterschaft für dein Engagement. Bevor du dich gleich kurz vorstellen darfst, gebe ich das Wort an Robert und dann legen wir los. Ja, also vielen Dank, Susanne, dass du dich heute hier bereit erklärt hast, den Podcast mit uns zu machen. Eine sehr spannende Folge, wie ich finde. Also ich freue mich drauf. Ich bin auch echt gespannt auf deine Aussagen. Ich denke, es geht ja um das Thema Tauben, was uns beide verbindet oder uns alle verbindet. Also einfach die Liebe auch zu den Tieren, zu den Tauben. Und ich bin gespannt, was es da für Gemeinsamkeiten gibt, was es für Unterschiede gibt. Und ja, ich freue mich auf die Folge und ja, übergebe dir das Wort, dass du dich vielleicht mal kurz vorstellst. Alles klar, ja, vielen Dank. Dankeschön an euch, dass ich heute dabei sein darf. Es ist ein spannendes Thema auch für uns. Wir vom Tierschutz haben ja gerade bei den Taubenrettern oft Berührungspunkte mit Brieftauben und Brieftaubenzüchtern. Wir hatten auch schon kontrovers diskutiert. Es gibt große Taubenliebhaber unter den Züchtern, das wissen wir auch. Es gibt aber auch viele Probleme, die in unseren Augen der Sport mit sich bringt. Und ich finde es toll, dass wir hier heute mal ganz offen darüber reden und jeweils die andere Seite mal kennenlernen und beleuchten. Schön. Super. Ähm, Susanne, wie bist du denn auf die Taube gekommen? Das interessiert uns erstmal vorab brennend, bevor wir so richtig einsteigen ins Thema. Wie kommt jemand wie du, eine junge Frau, auf die Idee, Tauben und Brieftauben zu helfen? Ja, ja, die Frage wird mir tatsächlich oft gestellt. Ich muss vorwegschicken, ich fand Tauben schon immer toll, also als kleines Mädchen schon. Ich mochte die immer sehr, während andere Leute sagen in der Fußgängerzone und I und guck mal, die olle Taube. Saß ich immer da und habe gedacht, ach, die sind doch eigentlich total lieb und total nett und der verkrüppelte Fuß, na, da kann sie ja nichts für. Ähm, aber was für ein Leid hinter den Stadttauben steckt, hinter der Problematik, das habe ich damals ja auch alles gar nicht gesehen. Nun gab es vor ein paar Jahren einen sehr heißen Sommer. Da habe ich mir mein Pferd geschnappt und wollte ausreiten und habe bei uns auf der Dorfstraße eine Taube gesehen. Die saß da wirklich, es war brütend heiß, es hatte sehr, sehr lange nicht geregnet. Und das Täubchen saß da und lief da rum und pickte ein bisschen hilfesuchend so im Staub rum. Und als ich eine Stunde später mit meinem Pferd wiederkam, saß die Taube immer noch da. Und da habe ich dann überlegt, da wird wahrscheinlich irgendwas nicht stimmen. Und habe dann über die Wildvogelhilfe, mit der ich in Kontakt war, weil wir auch immer Gartenvögel und Vogelhäuschen hatten wir Kontakt. Und dann habe ich nachgefragt mit einem Foto, was ich rübergeschickt hatte. Du, hier sitzt eine Taube, was kann das sein? Hat die ein Problem? Die sitzt schon seit über einer Stunde hier. Ja, und dann hat die Kollegin direkt erkannt, das ist eine Brieftaube vom gleichen Jahr, eine relativ junge, hat sie anhand der Ringe erkannt. Und ob ich denn das Täubchen einfangen kann. Und dann habe ich natürlich geguckt, was haben wir im Stall jetzt für Futter da, habe ihr ein paar Körner und vor allem was zu trinken hingetan. Und dann sind die Tauben ja recht zahm, die Brieftauben, habe ich sie auch direkt sichern können, in einen Korb gepackt, mit nach Hause genommen. Und dann hat sie mir die Telefonnummer einer Taubenpäpplerin gegeben aus Berlin und der haben wir das Täubchen dann gebracht. Ja, und so bin ich quasi in das Thema reingerutscht. Also ich habe dann mit ihr viel gesprochen. Sie hatte mir dann auch eine Facebook-Seite genannt, wo es sehr um das Thema geht. Gibt es ja verschiedene Facebook-Seiten. Und da hatte ich mich dann angemeldet und sehr, sehr viel mitgelesen und habe dann irgendwann gedacht, okay, bei uns in Bernau gibt es auch einen riesengroßen Taubenschwarm und es gibt natürlich, also Stadttauben, und es gibt natürlich auch die gleichen Probleme hier, wie sie jede Stadt hat. Und dann habe ich erstmal angefangen, die Tiere zu füttern. Das stieß auch bei den Anwohnern nicht überall auf Gegenliebe. Aber ich wusste auch, mit Füttern allein ist es nicht getan. Da werden wir vor allem die Population nicht reduzieren. Ja, und dann bin ich den üblichen Weg gegangen. Ich habe einen Termin bei unserem Bürgermeister mir geben lassen und habe ihm gesagt, wir brauchen hier ganz dringend so ein Taubenhaus. Und dann hat mich das ein paar Jahre Überredungsarbeit gekostet. Aber schlussendlich hat er gesagt, okay, ich sehe es ein, ich verstehe die Problematik. Das ist eine Idee, das können wir probieren. Ja, und nun haben wir seit 2022 ein betreutes Taubenhaus hier am Bahnhof in Bernau. Mhm. Und Susanne, ich komme vom Dorf.
Also ich kenne diese Stadttaubenproblematik eigentlich gar nicht ganz so stark. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr habt jetzt dort ein Taubenhaus, das Genau, steht also bei uns, ja, oder erzähl einfach mal genau, ich dass ich erzähle die einfach, ja, ja. Bei uns war Vorstellung. die Situation so, wie es in jeder größeren Stadt ist. Wir hatten den Bahnhof, den Bahnsteig, der natürlich auch von der Deutschen Bahn mit so Netzen versehen wurde und mit allerlei Spikes und sonstigen Vergrämungsmaßnahmen, die aber alle nicht geholfen haben. Die Tauben müssen ja irgendwo hin. Ja, die wurden ja so gezüchtet mit ihrem Brutzwang, dass sie eben nicht nur zweimal im Jahr Eier legen wie die Wildvögel, so dass sie einfach irgendwie Platz brauchten, wo sie brüten können, und die haben sich dann immer irgendwie hinter die Netze verkrümelt. Also die haben immer einen Eingang gefunden, und wenn eine Taube ein Loch gefunden hat, dann finden es 20 andere auch, so dass der Bahnsteig regelmäßig, also wirklich fast knöcheltief vollgekackt war von Taubenkot, der natürlich ja auch dann nicht so fest und klein war, wie man den als Brieftaubenzüchter kennt, sondern mit diesem ekligen Hungerkot, den die da oft haben, weil die einfach nicht artgerecht ernährt werden, die Tauben. Das war eine sehr unschöne Situation hier bei unserem Bahnhof in Bernau. Und auch das anliegende Fahrradparkhaus, ein stadteigenes Gebäude, da hat die Stadt Bernau sogar einen Preis für bekommen seinerzeit. Das ist bautechnisch prädestiniert dafür, dass da Tauben drin wohnen. Ja. Das sind 3 Ebenen, die sind über Schrägen miteinander verbunden, dass die Fahrradfahrer da rein können. Dann gab es ein Treppenhaus, was schon gar nicht mehr genutzt wurde von der Bevölkerung, weil dort die Obdachlosen immer wahlweise drin übernachtet haben oder das als Toilette missbraucht haben. Also es war auch eine sehr eklige Angelegenheit. Und da hat die Stadt sich überlegt, das Treppenhaus wird geschlossen, und gleichzeitig hatten wir damals überlegt, wo wir das Taubenhaus hinbauen, weil man kann ja einen Taubenschwarm schlecht umsiedeln. Das heißt, wir sagen immer, man muss das Taubenhaus zu den Tauben bringen und kann nicht die Tauben zum Taubenhaus bringen. Mhm. Und deshalb haben wir damals gesagt, wir versuchen das hier oben aufs Flachdach zu machen vom anliegenden Fahrradparkhaus, was direkt an den Bahnsteig grenzt. Das war aus statischen Gründen nicht möglich. Zumindest hatten die Statiker das damals so berechnet, sodass diese Idee ausfiel. Wäre schön gewesen, wenn das geklappt hätte, weil das vom Standort, glaube ich, noch idealer wäre als das, was wir jetzt haben, weil es eben einfach auf dem Dach ist und weiter weg von der Bevölkerung. Aber da hatte der Statiker das damals abgewählt. So schlussendlich haben wir gesagt, okay, wenn das Treppenhaus jetzt ja stillgelegt wird, dann können wir auch versuchen, die Tauben vom Bahnsteig wegzulocken und aus der Bahnhofshalle wegzulocken und stattdessen lieber die 10 Meter weiter ins anliegende Treppenhaus zu integrieren, mit Nistplätzen, mit Einflügen speziellen, mit Futter- und Wasserangebot. Und das hat tatsächlich also wirklich wahnsinnig schnell geklappt. Wir hatten dann 20 Locktauben drin. Das waren gepeppelte Stadttauben von uns, Stadttaubenküken, die irgendwo in Berlin aus dem Nest gefallen waren. Die hatten wir mit der Hand großgezogen und haben dann gesagt, wir sperren euch jetzt hier rein. Ihr bleibt jetzt hier 3-4 Wochen drin. Und sobald ihr das als euer Zuhause akzeptiert habt, machen wir die Ausflüge auf, und dann fliegt ihr bitte raus und bringt alle anderen Tauben wieder mit her. So. Hm. Und das hat super geklappt. Also der Bahnsteig, der ist komplett taubenfrei. Ich glaube, ein Paar haben wir irgendwo noch sitzen, die wollten nicht weg. Aber früher hatten wir 20, 30 Taubenpaare da, jetzt ist nur noch eins da. Das fällt gar nicht auf. Also es ist eine totale Win-Win-Situation, sowohl für die Deutsche Bahn als auch für unseren Bürgermeister oder für die Stadt. Und jetzt war sogar im Gespräch, dass wir vielleicht noch ein zweites Taubenhaus hinstellen in einem Wohnviertel, wo auch ein relativ großer Taubenschwarm ansässig ist. Aber da müssen wir die Stadtverordneten noch eine Weile von überzeugen. Und wie viel Tauben sind jetzt dort in dem Taubenhaus, Taubenhaus, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also wir machen einmal im Jahr eine Bestandsaufnahme, wo wir die Tauben auch impfen gegen PMV oder Rota oder beides, Schön. wenn wir den Impfstoff bekommen. Das Mhm. heißt, wir führen Buch und haben festgestellt, dass innerhalb von 3 Jahren die Zahl konstant blieb. Wir sind bei plus minus 200 Tauben, die im Taubenhaus wohnen. Mhm. Und es kommen zusätzlich immer noch 100 bis 150 aus umliegenden Gegenden, aus der Innenstadt oder vom großen Einkaufscenter, wo nur gebrütet wird, kommen die zu uns geflogen, fressen und fliegen dann wieder zurück zu ihren Nestern. Die wohnen und brüten dann nicht bei uns im Taubenhaus. Das ist eine relativ konstante Zahl von 200, die wir bei uns im Taubenhaus haben. Ja, okay. Und also Simon, entschuldige, wenn ich jetzt viel frage. Ich bin da Du echt warst ja, neugierig. hast ja im Vorfeld gesagt, du hast da große Interesse dran. Ich höre zu, ich Ja, habe das Interesse auch sehr, aber ich gebe dir meinen Vorrang, Robert. ja. Und kennzeichnet ihr die Tauben dann? Also macht ihr dort Ringe drauf? Also weil du auch sagst, Bestandsaufnahme? Ja, genau. Also wir Ja. haben tatsächlich Vereinsringe mit einer fortlaufenden Nummer und mit meiner Telefonnummer, sodass, Mhm. wenn eine Taube verloren geht, wir auch angerufen werden können. Wir haben immer wieder Zuflieger, die dann natürlich nicht oder noch nicht bringt sind. Die werden dann spätestens, wenn sie bleiben, bei uns beim nächsten Impftermin bringt.
Da haben wir auch 2 verschiedene Ringfarben. So kennzeichnen wir die Tiere, die zugeflogen waren und beim Impfen beringt werden oder die wir selber gepäppelt haben als Jungtier oder als verletztes Tier. Genau, führen wir dann Liste und dann sehen wir auch, welche Taube wann zu uns kam, welche geimpft wurde. Manche, die wir gepäppelt haben, die haben dann tatsächlich auch Namen, andere haben bloß die Nummern. Ja, das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei uns da auch. Ja. Und wie viele Leute seid ihr da, die das Taubenhaus dort betreuen? Also das Taubenhaus betreuen wir zu dritt und im Verein sind wir aber zu 5 aktuell. Ah ja, okay. Und seid ihr dort angestellt? Also werdet ihr dafür bezahlt oder wie ist das ehrenamtlich? Das ist ehrenamtlich, allerdings haben wir eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt, sodass wir eine kleine Aufwandspauschale kriegen für die Versorgung und für die Pflege. Die Stadt bezahlt uns auch einen großen Teil der Futterkosten. Aber diese Aufwandsentschädigung, das ist natürlich jetzt nicht so viel. Das wird von uns immer postwendend auch entweder noch in Futter oder Zusatzfutter oder Tierarztbesuche investiert. Also hängen bleibt da für uns nichts, aber darum geht es uns ja auch nicht. Ja. Gut, also ihr habt alle eine Arbeit sozusagen, der ihr nachgeht und das macht ihr dann in eurer Freizeit sozusagen. Ja. Also wäre es ja, wenn jetzt irgendjemand das sieht hier und auch sagt, er wird das gerne unterstützen, wäre er auch bei dir an der richtigen Stelle. Also egal ob jetzt finanziell oder auch mit Impfstoff oder wie auch immer oder mit Reinigungsspachteln, was auch immer, kann sich gerne bei dir melden oder bei uns melden und wir vermitteln das dann sozusagen. Sehr gerne. Also wir freuen uns immer über Unterstützung in jeglicher Form. Ja. Vielleicht hat da die Firma Mifuma ein bisschen Futter übrig. Das ist ganz schlecht verstanden. Ich habe mich gerade. Unsere Tauben sind auch nicht wählerisch. Die fressen das Beste und das Gute und auch manchmal nicht ganz so Gute. Ja. Also ich weiß nicht, Simon hat das wahrscheinlich gesagt, dass ich bei Mifuma auch arbeite. Das ist eine Futtermittelfirma, unter anderem für Tauben, als Taubenfutterhersteller, genau. Ich weiß, dass Mifuma auch Taubenfutter an Stadthilfen gibt, aber ich weiß jetzt nicht, inwieweit das bezahlt wird oder auch teilweise gesponsert. Das weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich tatsächlich nochmal mich erkundigen. Ich weiß. Mifuma sponsert hin und wieder auch solche Projekte. Ich habe da schon auch mal was vermittelt. Aber nicht an Stadtraumbehilfe, an Schulprojekt. Ja, okay. Ein bisschen haben sie bestimmt mal übrig. Ja. Ich habe jetzt aber mal eine Frage, Susanne. Du sprachst von Ringen. Das Thema Beringung ist ja bei uns Taubenzüchtern ein ganz sensibles und ernstzunehmendes Thema. Im Alter von 5 bis 7 Tagen, spätestens 8, 9, muss so ein Ring drauf sein, Taubenring. Sonst haben wir keine Chance mehr, weil der Fuß dann zu groß ist mit dem Verbandsring. Aber ihr habt wahrscheinlich Clipringe aus Plastik, die einfach auch mal an adulte Tiere, an große Tiere rangebracht werden kann. Hast du vielleicht zufällig, wir haben es vorher nicht abgesprochen, so einen Ring mal in der Tasche da oder so? Griffbereit? Nee, in der Hosentasche jetzt nicht, gerade nicht, okay. Leider. Gut. Wer hätte es uns zeigen können, wie die aussehen. Ja, aber gut. Schön. Jetzt haben wir schon ganz viel über das Projekt gesprochen. Ich hätte vielleicht noch 1, 2 Fragen. Hatten wir Eiertausch schon besprochen? Ist Eiertausch bei euch eine gängige Praxis, um die Population zu regulieren? Also nehmt ihr Eier weg und legt Gips- oder Plastikeier drunter? Genau. Ja? Also das ist ja quasi die Hauptaufgabe eines Taubenhauses, dass wir über den Eiertausch die Population reduzieren. Deswegen sind wir ja zahlenmäßig auch so relativ konstant seit 3 Jahren, abgesehen von den Zufliegern, die wir haben. Genau, also wir haben bislang, ich sag mal 90%, 95% der Eier getauscht. Wir haben im Frühjahr, Frühsommer immer mal bei ausgewählten Taubenpaaren Küken durchkommen lassen, einfach um die Tauben ein bisschen zu binden an das Taubenhaus, damit die nicht irgendwann alle sagen, hier haben wir nie einen Bruterfolg, wir gehen jetzt doch lieber wieder unter die Brücke, ja, da hat es wenigstens geklappt mit der Aufzucht. Wir haben das auf ein Minimum reduziert. Wir sprechen hier von circa 10 Küken im Jahr, die wir haben durchkommen lassen. Aber Kommunalpolitik ist ein schwieriges Thema und auch bei uns sind nicht alle Stadtverordneten einverstanden mit unserem Projekt. Es gibt einige, die uns das Leben wirklich schwer machen, immer wieder dagegen schießen, sich einfach auch nicht davon überzeugen lassen, dass es eine gute Sache ist. Und deshalb wurde letztes Jahr in der Stadtverordnetensammlung beschlossen, dass wir grundsätzlich 100% der Eier tauschen müssen. Da war mein Einwand, dass das vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist, über eine lange Zeit
war nicht gewollt und wurde auch nicht gehört. Schlussendlich spielt es aber für uns keine Rolle, weil wir immer wieder aus Vergrämungsmaßnahmen oder aus Baumaßnahmen, wo dann Tauben gebrütet haben, unter irgendwelchen Brücken, die ersetzt werden mussten oder auf irgendwelchen Baustellen oder auch mal bei irgendeiner Oma auf dem Balkon, immer wieder irgendwie Nester waren, wo dann die frisch geschlüpften Küken oder auch die sehr, sehr weit bebrüteten Eier ganz plötzlich ganz schnell weg mussten. Und die legen wir dann natürlich, also die schmeißen wir dann nicht einfach ins Grüne, sondern schieben die Küken entweder Adoptiveltern unter oder legen die Eier dann einem brütenden Paar bei uns unter, sodass wir trotz der Zusage, dass wir 100% der Eier austauschen, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten oder im Rahmen der eigenen moralischen Vertretbarkeit sagen, wir können trotz allem immer mal einen Bruterfolg noch den Tieren gönnen und sicher sein, dass die bei uns bleiben. Ja, also ich finde diesen Gedanken eigentlich wichtig, also weil Tauben sind ja intelligente Tiere und wie du gerade gesagt hast, wenn die merken, dass es hier keinen Sinn macht, immer wieder zu brüten, dann suchen sie sich ja wirklich was Neues. Ich staune, dass da die Stadt da nicht mitgeht, also weil am Ende, ihr tut ja was Gutes für die Stadt. Also Robert, das kann nur aus Unwissenheit rauskommen, solche Forderung, tauscht 100% der Eier. Das ist ja völlig fern der Natur und fern der Intelligenz der Tauben. Logisch, wenn da ein Pärchen ein ganzes Jahr lang durchbrütet und immer wieder keinen Erfolg hat, dann hauen die ab. Die sind ja wirklich nicht doof, ne? Ja, gut, dass ihr da so ein Händchen für habt. Und ich glaube, kann man der Stadtverordnetenversammlung auch immer wieder erklären, Mensch, da war dann doch irgendwo ein Nest, das wir nicht gefunden haben. Und dann doch nicht auf 100%. Ist ja nur logisch auch, ja. Jetzt haben wir über die Futterversorgung gesprochen. Wie oft wird denn gefüttert? Kommt täglich jemand von euch und füttert oder einmal die Woche? Wie ist denn da der Rhythmus? Weil wir Brieftaubenzüchter, wir müssen ja 2 bis 3 Mal am Tag unsere Tauben füttern. Wie ist bei euch? Ja, das wissen wir Gott sei Dank nicht. Unsere Tauben, die müssen keine Leistung bringen und die müssen auch nicht zuverlässig zu einer bestimmten Zeit wieder da sein. Die machen so ihr eigenes Ding. Also wir waren bis vor wenigen Wochen tatsächlich täglich vor Ort. Ich selbst bin es nach wie vor auch noch, weil die Tiere mir auch irgendwie, sie wachsen einem ans Herz. Es sind jetzt nicht die eigenen Haustiere, aber viele von denen hat man mit der Hand aufgepäppelt. Der Hauptschlag ist jetzt auch nicht so weit weg von meinem Wohnort, sodass ich dort sowieso regelmäßig vorbeifahre. Naja, und dann hält man eben nochmal an und guckt nochmal, ist alles in Ordnung. Bis vor kurzem waren wir täglich da. Aktuell sind wir es im Schnitt alle 2 Tage. Ich vielleicht noch 1-2 Mal öfter in der Woche. Wir sorgen dafür, dass die Futter- und Wasserspender immer voll sind. Die Wasserspender werden auch regelmäßig ausgetauscht und durchtrocknen lassen. Ja, wegen bekannter Parasiten. Genau. Und ja, wir sorgen einfach dafür, dass die Futterspender immer voll sind. Die halten so 2 bis 3 Tage lang. Die fassen, ich weiß gar nicht, wie viel Kilo Futter die fassen jeweils. Ich glaube, einer fasst 10 Kilo Futter, sodass wir da im Grunde auch ein Stück weit mitkommen, ohne dass man jetzt wirklich jeden Tag vor Ort sein muss. Aber man guckt natürlich immer gerne noch mal rein. Ist nicht irgendwo ein Täubchen doch verletzt oder hat irgendwie, naja, also man findet ja immer mal irgendwas. Alle paar Wochen liegt irgendwo mal ein Täubchen, hat sich verletzt oder hat ein Virus oder hat ja irgendwas anderes und dann kann man es entweder noch mitnehmen oder man muss es halt einfach raus in die Natur legen, wenn es schon nicht mehr geschafft hat. Genau. Das heißt mitnehmen, wenn du ein verletztes oder krankes Täubchen findest, siehst, mitnehmen zum Tierarzt oder Genau, also entweder ja erstmal nehme ich es mit nach Hause und schaue es mir an und gucke, wie weit ich selber komme. Ich habe seit einigen Jahren jetzt auch ein Mikroskop. Das heißt, ich mikroskopiere selber, schaue nach Kokzidien, schaue nach Trichomonaden, nach Würmern, nach Hefen, nach Bakterien. Das kann ich alles alleine. Dafür brauche ich jetzt keinen Tierarzt. Ich habe immer ein Arsenal von frei verkäuflichen Medikamenten auch zu Hause. Und falls ich doch mal ratlos bin, kriege ich jederzeit kurzfristig einen Termin bei unserer Tierärztin, die top ist, vogelkundig ist, wahnsinnige Expertise auch hat und die jederzeit bereit ist, da uns weiterzuhelfen. Kann man Ihren Namen veröffentlichen hier? Weil ich weiß, viele Brieftaubenzüchter suchen immer gute Tierärzte, Tierärztinnen, die sich mit Vögeln auskennen. Vielleicht würde ich jetzt tatsächlich nur ungern, vielleicht würde ich nur ungern machen. Okay, würde ich nur ungern machen, weil es einfach gerade bei den Taubenpepplern und Berlin hat ein sehr, sehr großes Netz an Taubenpepplern. Ich glaube, die würden ihr die Bude einrennen und sie ist eine von denen,
die wirklich auch nicht den vollen Satz dann nimmt, ne, für so Tierschutzvereine, sondern, aber ich weiß, die wüsste dann nicht mehr, wo oben und unten ist. Okay. Deshalb. Liebe Grüße Aber an der Stelle an falls ein dich. Züchter einen Namen braucht von einer guten Tierärztin, kann ich angeschrieben werden. Das, Okay, gut. Hm. Schön. Ja. Simon? Oder Ja. also ich würde jetzt eigentlich mal direkt zu den Brieftauben kommen, wie sich das dann wirklich bei euch verhält. Also wie viele Brieftauben fliegen euch denn da so zu und bleiben die? Fliegen die von alleine wieder weg oder was macht ihr damit? Also im Taubenhaus am Bahnhof bei uns ist es tatsächlich so, dass in den Sommerwochen und Sommermonaten wir wirklich beinahe täglich, wenn wir hinkommen, irgendeine neue Taube sehen, eine Brieftaube, wo wir genau sehen, die war bis gestern noch nicht da, weil sie besonders schönes Federkleid hat, ne? Oder an den Ringen kann man es ja dann auch irgendwie ein bisschen zuordnen. Also ich komme wirklich relativ häufig rein und dann werde ich angeguckt und dann sage ich, ach, wer bist du denn, wo kommst du denn her? Ja, und dann sind die erstmal kurz erschrocken, so, oh Gott, gestern war hier noch kein Mensch drin, jetzt kommt ein Mensch, tut die mir jetzt was? Unsere Stadttauben, die sind ja jetzt auch nicht so zahm, die fliegen ja dann schon gerne mal Hals über Kopf raus, es sei denn, die kennen uns schon aus der Pflegestelle. So dass sie dann erstmal mitfliegen. Manche fliegen dann aber auch bloß da ganz oben aufs Regal und beobachten uns dann. Und ja, dann ist es ganz unterschiedlich. Also manche sehen wir dann tagelang, wochenlang bei uns drin und manche bleiben 3, 4 Tage und die sind dann plötzlich wieder weg. Mhm. Und was wir ansonsten noch haben, na klar, wenn man eine Taubenhilfe gegründet hat, einen Taubenschutzverein hat, das spricht sich rum. Wir waren nun auch relativ häufig in der Presse schon. Also es klingelt im Sommer fast täglich das Telefon mit, bei uns im Garten sitzt eine Taube, die hat Ringe an den Füßen, die fliegt nicht mehr weg. Was kann ich tun? Naja, und was machen wir dann? Wir sagen, klar, packen Sie die Taube ein, wenn Sie sie gefangen kriegen und bringen Sie die zu uns. Und dann haben wir schon das nächste Problem, dass wir dann in den Sommermonaten also zu 90% Brieftauben bei uns in der Pflegestelle haben. Das ist immer so ein bisschen, wo ich denke, okay, jetzt dürfen wir keine Stadttaube mehr finden, weil ich habe keine Box mehr frei. So, und dann überlegen wir uns auch, was machen wir jetzt mit den ganzen Brieftauben? Das sind blöderweise, ich weiß nicht warum, wir haben fast ausschließlich polnische Brieftauben. Und das macht die Sache ja nicht leichter für uns. Ja. Also ich glaube, das Problem haben wir in der Region hier. Also ich komme aus Sachsen, aus Görlitz, also oder an der Nähe von Görlitz, direkt an der polnischen Grenze. Und bei uns ist auch, wir haben so viele polnische Zuflieger und wir sammeln die dann auch ein mit meiner Frau. Wir peppeln die dann auch auf und gucken dann, dass sie zu dem Züchter zurückkommen nach Polen. Aber es ist eben wirklich schwierig. Und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, den wir jetzt hier haben im Vergleich zu den deutschen Züchtern, dass wir als Taubenzüchter ja auch vom Verband her schon auch bestimmte Auflagen zum einen haben und dass wir auch verschiedene Strategien haben, um das möglichst gering zu halten, dass Tauben ausbleiben. Also wie jetzt als Beispiel, dass eben jede Brieftaube in Deutschland einen Telefonring tragen muss, dass die eben auch immer wieder gemeldet werden kann, wenn die irgendwo zufliegt und der Züchter die sich dann halt auch drum kümmern muss und die abholen muss. Das andere ist natürlich, wir haben Schulungen für Flugleiter, dass eben die Auflässe alle korrekt durchgeführt werden. Das sind alles so Geschichten und ich sag mal, wir erleben das eben auch, dass das bei polnischen Vereinen nochmal ein großer Unterschied ist, dass eben wirklich viele polnische Tauben hier auch hängen bleiben. Und wir in Deutschland aber da echt gucken, dass das nicht passiert. Ja. Also hast du das verstanden, was Robert gerade versucht hat, weil er hat versucht, den Unterschied. Grad, Ja, Entschuldigung. okay, Irgendwie Staub im Hals, Federstaub. Federstaub, ja. den kennen wir. So die Lüge. Alles gut, jetzt ist besser. Ja. Robert, ich konnte dir folgen. Robert hat gerade versucht, den Unterschied zu erklären zwischen deutschen Brieftaubenzüchtern und polnischen Brieftaubenzüchtern oder Auflässen. Genau, also unsere Auflässe sind streng, die Auflassorte sind erstmal streng zertifiziert und dann sind die Auflassleiter zertifiziert, die unterliegen der ständigen Kontrolle. Jeder Auflass in Deutschland muss sehr penibel dokumentiert werden. Und wir deutschen Züchter achten nicht nur auf eine gute Startbedingung vom Wetter her, sondern wir müssen auch oder wir können auch zum Glück Kreuzungsverkehre deutscher Tauben verhindern. Und deswegen funktionieren die Flüge, die Brieftaubenflüge in Deutschland
immer besser von Jahr zu Jahr und immer verlustärmer. Und du hast jetzt auch gesagt, und ich komme aus Nauen, auch bei Berlin, auch relativ im Osten angegliedert von Deutschland, Brandenburg. Auch wir haben, nicht 90%, aber 80% unserer Zuflieger, auch die mir so gemeldet werden hier im Umkreis, sind auch Polen. Klar, wir sind auf der Hauptroute von den Polen. Wir haben hier viele Auflassorte polnischer Tauben und deswegen bleiben die halt auch hier hängen. So, und ich kann mal aus meiner Praxis, also Robert, du sammelst die Tauben ein und ihr versucht sie dann, du wohnst in der Nähe von der polnischen Grenze, du fährst sie auch hin und wieder mal rüber nach Polen und lässt sie dann dort auf. Unsere Praxis sieht so aus, dass ich mir auch Zuflieger aus Polen bringen lasse, von der lieben Jenny zum Beispiel, die kennst du ja auch. Und dann haben wir einen polnischen Kollegen, unser Hausmeister, der fährt dann alle 2 Wochen nach Hause. Der wohnt auch richtig weit drin in Polen und wenn er jetzt keinen erreicht hat, telefonisch von den Züchtern, weil sie keine Nummer hatten oder weil sie nicht rangegangen sind, das Telefon, dann lässt er die irgendwo in Polen auf. Der kann auch anhand der Vereinsnummer relativ gut sehen, wo die Taube herkommt. Die Polen haben ja auch Vereinsnummern. Da kann er ungefähr die Region sagen und dann lässt er da auf. So ist halt unsere Praxis der Rückführung nach Polen. Wie verfahrt ihr dann? Also wie kriegt ihr die polnischen Tauben zurück nach Polen? Susanne. Ja, schwieriges Thema. Also am Anfang haben wir uns auch noch wirklich die Mühe gemacht, jeden Züchter zu kontaktieren. Das ist mit Google Translator nicht mehr ganz so schwierig, ja, aufgrund der Sprachbarriere. Nun ist es ja wirklich so, das habt ihr ja auch schon erwähnt, die Regularien oder ja, die Vorgaben sind in Polen nicht ganz so streng. Das heißt, es hat bei weitem nicht jede Taube einen Telefonring dran. Ja. Oder es ist nur eine Festnetznummer, wo man nicht mehr die Möglichkeit hat, schriftlich mit WhatsApp, Translator irgendwie weiterzukommen. Es hat tatsächlich bisher kein polnischer Züchter angeboten, sein Tier zu holen. Ja. Vielleicht nachvollziehbar, macht es nicht besser. Was wir nicht machen, ist, wir fahren die Tauben nirgendwo hin. Also das schaffen wir alleine zeitlich gar nicht. Wenn ich jetzt für mich spreche, ich habe eine Familie mit 3 Kindern, ich habe 2 Jobs und 2 Ehrenämter, habe diesen Taubenverein gegründet. Jedes Stückchen kleine bisschen Freizeit, was ich habe außerhalb von Beruf und Familie, das geht für den Tierschutz drauf. Und deswegen habe ich für mich entschieden, ich werde nirgendwo hinfahren, um eine Taube zu seinem Züchter zu bringen oder ihm ein Stück näher zu bringen. Also wenn er so ist, dann bin ich ein bisschen konsequent auch, wenn er der Meinung ist, er muss die Taube im LKW irgendwo hinkutschieren und sie dann nach Hause fliegen lassen und sie schafft es nicht, dann muss er selber zusehen, wie die Taube zu ihm zurückkommt. Wenn wir die Möglichkeit haben, ohne Probleme, weil es ist tatsächlich eine Handynummer auf dem Ring drauf, dann kontaktieren wir auch heute noch. Trotz allem kriegen wir dann meistens die ähnlichen Sprüche wie, lass sie einfach wieder fliegen. Weil ich dann sage, naja, die hat einen verletzten Flügel, das wird jetzt nichts mit dem Fliegen lassen. Ja, dann schade um die Taube, aber können sie behalten, ne, kommt dann. Der eine oder andere sagt schon auch mal, naja, machen sich doch eine schöne Suppe draus. Das will man als Tierschützer jetzt auch nicht unbedingt hören. Schlussendlich gehen wir dazu über, wir peppeln die Tiere gesund, setzen sie bei uns ins Taubenhaus. Ein Großteil fliegt dann irgendwann, wenn er fit genug ist, Richtung Heimat. Einige bleiben auch. Also mit den polnischen Brieftauben verfahren wir so. Bei den Deutschen ist es auch für uns einfacher. Da wird der Züchter kontaktiert. Dann gucken wir, was bei rumkommt im Gespräch. Holt er sie selber ab, schickt er einen Kollegen, der sie abholt, oder sagt er uns auch nur, wir sollen sie wieder fliegen lassen. Dann gucken wir uns natürlich die Taube an. Wie geht's ihr? Trauen wir ihr das zu? Trauen wir ihr das nicht zu? Das machen wir dann vom Einzelfall abhängig, wie wir dann also im Gespräch mit dem Züchter immer, wie wir dann fortfahren. Ja, also so grundsätzlich denke ich, ist das eine ganz tolle Aufgabe, was ihr dort macht. Also am Ende sollte jeder Taubenzüchter dankbar sein, dass es euch gibt und dass ihr euch da auch so drum kümmert. Und das, sag mal, das Mindeste, was man als Brieftaubenzüchter da machen sollte, ist sich um die Abholung zu kümmern oder auch selber die Taube abholen. Weil, wie du schon beschrieben hast, ihr habt auch genug anderes zu tun und seid jetzt nicht nur für die Brieftauben zuständig. Also von daher auf jeden Fall ein großes Dankeschön. Ich glaube, Simon hat es am Anfang auch schon mitgesagt. Genau. Ich finde, ergänzend dazu, Susanne, finde ich doch diese Haltung völlig richtig. Du sagst ja richtig, wer seine Taube auf den Preisflug schickt und die sich verirrt und wenn sie gemeldet wird, muss der Züchter
sich drum scheren, drum kümmern, dass die Taube wieder zurückkommt. Ich sehe völlig ein, dass nicht jeder so verrückt ist wie ich. Bin letzten Montag ganz spontan Hals über Kopf 1,5 Stunden hin und wieder zurückgefahren nach Neustrelitz, um eine Taube abzuholen. Und auf dem Rückweg oder auf demselben Weg parallel hat mein Vater auch noch eine Taube eine halbe Stunde weg von uns abgeholt. Also wir sind da sicherlich ein bisschen verrückter gepolt als viele andere. Und unser Altersdurchschnitt ist also sehr hoch. Viele können auch nicht mehr einfach so 1, 2, 3 Stunden mit dem Auto fahren irgendwo hin. Aber dann muss man zumindest vernetzt genug sein. Und das sind wir eigentlich in Deutschland auch. Man muss es sich bloß zutrauen als Züchter. Wir sind vernetzt genug, um irgendjemanden zu organisieren, der in der Nähe wohnt und die Tauben abholt. Also das und der Züchter, der sagt, das geht nicht, der schwindelt oder ist zu faul, sich ein Telefon anzunehmen und mal 2, 3 Kollegen anzurufen. Weil irgendjemand kennt irgendjemanden, der in der Nähe von Bernau wohnt. 1.000.000%. Ja. Egal, ob er in Bayern, in Mecklenburg-Vorpommern, in Hamburg oder irgendwo im Ruhrgebiet wohnt. Irgendjemand kennt irgendjemanden, der in der Nähe von jeder Stelle wohnt. Und dann schafft man auch zu organisieren. Und da vielleicht auch immer nur mein Appell an alle Leute, an alle Privatleute und Tierschützer, die Tauben finden und schlechte Erfahrungen mit Brieftaubenzüchtern haben, die Tauben nicht zurückhaben wollen oder sonst was. Wendet euch an Robert, an mich, an andere vertrauensvolle Züchter. Meldet uns die Züchter. Es hat schon 2, 3 Mal funktioniert, dass ich dann die Leute angerufen habe und die sagt, ey, pass auf, geht so nicht, wie du da kommunizierst, und dann hat es doch geklappt. Man muss manchmal den Züchtern auch einfach nur kurz ins Gewissen reden. Und dann kümmern sie sich doch. Aber meldet uns die ruhig und dann kümmern wir uns. So. Ja. Weil mir kommt jedes Mal die Galle hoch, wenn ich solche Beispiele höre. Wirklich. Also ich finde es unerhört und geht so nicht. Denn das ist einfach nicht das Bild, was wir Brieftaubenzüchter sind. Wir sind auch Tierliebhaber. Genau. Wir sind nicht Brieftaubenzüchter, wir sind in erster Linie Brieftaubenliebhaber. Daher, das ist unser Ursprung von jedem Einzelnen. Und erst über Liebhaberei kamen wir zum Sport. Und ich finde es auch toll, dass ihr die Tauben meldet. Es gibt auch ganz andere Vereine, die, ich sag mal, da andere Wege gehen. Und wie Simon gerade gesagt hat, also ich persönlich wäre auch über jede Meldung froh, wenn mal eine Taube ausbleibt, und würde mich auf jeden Fall da kümmern, dass die Taube wieder zu mir zurückkommt, eben aus dieser Tierliebe halt auch raus. Also man hängt ja auch an den Tieren, und von daher, wie gesagt, das ist ganz tolle Arbeit, die ihr da macht, ja. Dankeschön. Ja, ich kenne das auch von dem einen oder anderen Verein oder von der einen oder anderen Kollegin, die sagt, nee, die Brieftaube, die bleibt jetzt bei uns, weil der Züchter will sie sowieso nicht zurück. Also A, kann ich das auch nicht unterschreiben. Das gibt schon den einen oder anderen Züchter, der sich auch erkennbar für uns wirklich freut, dass sein Tier zurückkommt. Und vor allem aber aus unserer Sicht betrachtet, wo sollten wir mit den ganzen Brieftauben hin? Wir sind froh über jede Brieftaube, die wir mit gutem Gewissen wieder irgendwie zurück nach Hause geben können. Weil wir haben Handicap-Volieren, wo man ja eine Brieftaube einsperren müsste, wenn man verhindern will, dass sie irgendwann wieder zurückfliegt. Ja, schon allein das ist jetzt nicht der Idealfall für einen Sportler, dass er eingesperrt wird. Aber wenn man sagt, man möchte als Tierschützer diese Taube um jeden Preis behalten, um eben zu verhindern, dass sie wieder zum Züchter zurückfliegt, wo eventuell ja ein Schicksal blüht, was man selber nicht möchte, dann müsste man sie ja einsperren. So. Und dann ballert man sich innerhalb von wenigen Monaten oder eben auch Jahren die Volieren so zu, dass man, also das kostet einen selber, das nimmt Platz weg für Stadttauben, die Plätze eigentlich bräuchten. Und ich sage mir selber auch, also manchmal habe ich so Momente, wo ich denke, wir haben so viele Brieftauben, wir könnten jetzt eine eigene Reisegemeinschaft aufmachen. Ob das dann Gewinner wären oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber also ich bin froh über jede Brieftaube, die wir irgendwie wieder mit gutem Gewissen zurückführen kann, weil sie einfach uns keinen Platz wegnimmt. Ja? Und ich einfach denke, sie gehört dahin. Sie wird sich selber auch freuen, in ihr Zuhause zurückzukommen. Ja. So, dass ich es gar nicht übers Herz bringen könnte, die immer einzusperren. Das Einzige, was wir eben noch machen, ist, wir packen die in unser Taubenhaus nach einer Eingewöhnung von 1, 2 Wochen und sagen, wenn du hier bleiben willst, dann bleib. Wenn du nach Hause zurückfliegen willst, dann flieg. Ja, das ist das Einzige, was wir dann unterm Strich noch machen können. So was Ähnliches haben wir übrigens bei uns auch auf dem Hof.
Auf dem Hühnerhof steht unsere Freifliegervoliere und die Zuflieger, die kommen da auch hin, die werden da auch gepäppelt und wenn sie von alleine abhauen und losfliegen können, wenn sie mal keine Telefonnummer drum hatten, dann fliegen sie alleine los. Manchmal nach Tagen, manchmal nach Wochen. Dieselben Beobachtungen, die ihr macht mit euren Stadttauben, können wir persönlich auch machen mit unserer Freifliegervoliere. Ja, Mhm. also, Da ja. kann man sich bloß noch überlegen, entschuldige, dass ich ins Wort falle, aber wie viel Mühe man sich dann macht. Wir als Tierschützer haben natürlich vielleicht noch einen anderen Anspruch, ein Tier zu retten, als, ich sag mal, ein Taubenzüchter, der dann ein bisschen pragmatischer an die Sache rangeht. Ne? Also ich weiß, Zucht bedeutet auch Selektion. Und natürlich kann man dann, das klingt jetzt hart, aber es ist für mich nachvollziehbar, wenn man Züchter ist, man kann nicht jedes Tier gebrauchen. Ja, das ist so. Und man kann am Ende des Tages auch nicht jedes Tier, was gerade nicht ins eigene Zuchtkonzept passt, ähm, verkaufen und auch nicht durchfüttern bis ans Lebensende, wenn es altersschwach ist. Mhm. Das verstehe ich wohl. Ich mag den Gedanken trotz allem nicht zu Ende denken, weil wir Tierschützer sind da tatsächlich irgendwie auf einer ganz anderen Welle unterwegs. Wir sagen, jedes Leben zählt. Wir versuchen grundsätzlich erstmal jedes Leben zu retten oder eben im Vorhinein zu verhindern, dass es gar nicht erst geboren wird. Wir sind der Meinung, es gibt genügend Tauben auf der Welt. Aber wenn eine Taube das Licht der Welt erblickt hat, dann hat sie das Recht, dass man sich um die Taube bemüht, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Und wenn ich mir überlege, jedes Jahr, was ich für Brieftauben hier habe, was die mich an Zeit, an Energie und auch an Geld gekostet haben. Aktuell, ich gucke mal eben auf die Uhr, habe ich bei der Tierärztin eine Brieftaube mit gebrochenem Bein sitzen. Um 13 Uhr sollte die operiert werden. Die werde ich nachher noch abholen. Ich habe zu ihr auch schon gesagt, okay, sie muss da jetzt, dreifacher Bruch, sie muss da jetzt tun, was sie kann. Ich habe gesagt, wahrscheinlich wird das so sein, wenn ich die Taube dann mitgenommen habe. Sie ist ja voll flugfähig. Wir päppeln die jetzt gesund. Das dauert noch 2 Wochen, bis die wieder auf den Beinen ist. Fliegen kann sie einwandfrei. Die wird nachher nach Polen zurückfliegen. Und was ihr dann blüht, das weiß weder die Tierärztin noch ich. Und wahrscheinlich war das vergebene Liebesmüh. Letztes Jahr hatte ich eine Taube hier, die hatte ich 3 Wochen lang morgens und abends inhalieren lassen müssen. Die hat 3 Wochen lang jeden Tag von mir Medikament bekommen. Und dann habe ich die am Ende auch bei uns ins Taubenhaus gesetzt und habe noch gesagt, bitte, bitte bleib und fliege nicht zurück. Naja, die war nach einer Woche nicht mehr da. So, also da steckt man dann wahnsinnig viel Energie rein. Das Tier wächst einem ans Herz, man kann es aber nicht behalten. Ich kann nicht alle Tauben bei mir in die Voliere packen. Ich hatte einmal eine polnische Brieftaube auch, da hatten wir den Züchter auch informiert. Die hatte 2 gebrochene Beine, die kam mit 2 gebrochenen Beinen zu mir, wurde die gefunden. Um das Bein schienen zu können, das eine, wo der Bruch schlimmer war, mussten wir den Ring abmachen. Haben wir also wir haben dann an beiden Beinen die Ringe abgemacht. Ich hatte die aber aufgehoben und habe den Züchter kontaktiert. Und ich habe ihm gesagt, die hat 2 gebrochene Beine, die leidet hier richtig, die hängt hier in der Hängematte, da hängt sie jetzt auch noch mindestens 1,5 Wochen drin rum. Wir machen nachher noch ein bisschen Physiotherapie. Also der Züchter war total verständnislos, wie man sich so eine Mühe mit so einem Tier geben kann. Und er hat am Ende auch zu mir gesagt, naja, wenn die Taube ohne Ringe zu ihm nach Hause kommt, am Ende des Tages wird er sie sofort entfernen, weil er sie gar nicht zuordnen kann. Die Taube sitzt jetzt tatsächlich bei mir in der Voliere. Ja, gut gemacht. Ja. Mit dem Entfernen der Ringe ist jetzt ja auch so eine Sache. Ne? Tatsächlich ist es verdammt schwierig, die Taube dann zuzuordnen, wenn sie ohne Ring nach Hause kommt. Also klar, wir wüssten sofort, wenn von einer Reisetaube kommt, wir wüssten ja erstens, wer fehlt und zweitens wüssten wir von denen, die fehlen, würden wir sie auch erkennen. Klar. Aber wie geht's dann weiter? Ne? Also 10 Ringlose auf dem Zuchtschlag haben, kann auch keiner. Wir haben, glaube ich, jetzt mittlerweile, also dieses Jahr kommt der Ringlose 186 dazu, dann haben wir einen Ringlosen 1, 2, 3, Ringlosen 205, Ringlosen 614 und einen Ringlosen 300. Also ich glaube, ich habe schon 5 Ringlose aufgezählt, wo wir einfach mal vergessen haben oder zu spät dran waren mit dem Beringen. Aber wenn es 10 sind, kannst du die auch irgendwann nicht mehr zuordnen. Oder wir arbeiten mit Clipsring, ja. Aber das ist halt dann wirklich, und wenn die Taube eine Reisetaube ist, an der Reise darf sie nicht mehr teilnehmen ohne Ring. Das ist vorbei. Das Ding ist dann gegessen, weil das geht mit unserer Reise, wie sagt man, Verbandssatzung, Reiseordnung nicht. Die muss einen Verbandsring tragen. Ihr musstet jetzt aus medizinischen und gesundheitlichen Gründen den Ring entfernen. Machen es andere Tierschützer, ohne dass die Taube leiden würde mit Ring. Und die kommt nach Hause. Also
das ist dann, also das ist noch viel mehr ein Todesurteil für die Taube, die ohne Ring nach Hause fliegen zu lassen, als mit Ring. Weil, kommt sie mit Ring an, ja, jetzt, ob der Unicorn-Ring ab ist, den kann man ja nochmal nachordern, ist ja noch ein anderes Thema. Aber kommt sie mit Verbandsring wieder an, kann sie sich erholen, kann sie aufgepäppelt werden. Und dann guckt man mal als Taubenzüchter, wird sie nochmal integriert in die Mannschaft. Aktuell haben wir 3 solcher Fälle, die später nach Hause gekommen sind. Die werden jetzt peu à peu wieder integriert. Also 2 von den 3 nehmen jetzt am Wochenende wieder teil an der Reise. Die dritte, die pausiert nochmal eine Woche, weil Sonny ganz fit ist. Aber die kommen dann wieder rein, ja. Aber während die ohne Verbandsring nach Hause kommen, ja, da hätten wir den nächsten Ringlose im Zugschach gehabt. Schwierig, ganz schwierig. Ja. Das kann man ja auch nachvollziehen. Also auch im Gespräch mit den Peppel-Kollegen aus dem Umkreis, oder wir sind ja vernetzt deutschlandweit, warne ich persönlich immer davor, die Ringe abzumachen. Ja, und wir machen das auch nicht. Wir machen das wirklich nur im allerdringendsten medizinischen Notfall, wie eben, dass wir das Bein sonst nicht hätten schienen können, adäquat, weil mir das sehr wohl bekannt ist, dass ein Züchter, der seine Taube nicht eindeutig zuordnen kann, was soll er mit der anfangen? Das ist ein Züchter, der muss unbedingt wissen, was er für ein Tier hat, um das A kreuzen zu können, mit einer anderen Taube verpaaren zu können oder um das erfolgreich an irgendwelchen Flügen teilnehmen lassen zu können. Die wenigsten haben die ja rein aus Liebhaberei, sondern einfach, weil sie ja den Sport betreiben wollen oder anderweitigen Nutzen aus dem Tier ziehen wollen. Ja. Bist du, eine persönliche Frage, bist du Vegetarierin? Vegetarierin ja, am Veganer-Dasein arbeite ich noch. Okay. Nein. Also ja, tatsächlich ist bei mir die Tierliebe jetzt im Laufe der Zeit so groß geworden, dass mir Fleisch auch einfach nicht mehr schmeckt. Also ich sehe da nicht das Stück Fleisch auf dem Teller, was zugegebenermaßen tatsächlich früher sehr lecker war und auch noch lange Zeit, als ich schon Vegetarier, auch lecker war und ich manchmal schon gedacht habe, oh, muss ich wirklich verzichten jetzt? Aber wenn man weiß, da steckt ein Tier dahinter, was nur dieses eine Leben hatte und was eine Mutter hatte und was Gefühle hatte und all die Emotionen verspüren konnte, die wir als Mensch auch. Also ich finde es einfach nicht mehr richtig, die Tiere zu essen. Vor allem, wenn man sich hinstellt und sagt, man liebt die Tiere, dann denke ich mir, gut, dann ist sie nicht. Ja, also ganz banal gesagt. Was ich aber mit richtig gutem Gewissen machen kann, ist, ich kann die Eier von unseren Tauben essen. Weil ich weiß, den Tauben geht es gut. Die haben ein schönes Leben und die Eier werden so regelmäßig getauscht, dass da auch nicht irgendwas ist, was leiden könnte. Also da wäre ich total fein mit. Okay, also du isst die Eier von den Tauben, ja? Also sagen wir mal so, wir haben sie schon mal gegessen, ja. Das also mein Sohn hat das regelmäßig. Mein Sohn hat das mal probiert, aber wusste jetzt nie, ob das wirklich funktioniert. Na, das war doch, aber dafür war doch die Taube früher gezüchtet, oder? Fleisch- und Eierlieferant. Das war doch gang und gäbe. Na, eher als Fleischlieferant, hätte ich gedacht. Ja. Fleischlieferant, die Taube selber. Wäre das ein Ziel? Also, ich meine, das wird jetzt nicht erreichbar sein, aber die Städte taubenfrei zu bekommen? Also, könntest du dir das vorstellen? Wäre das so ein großes Ziel? Oder macht das überhaupt Sinn in deinen Augen? Ich glaube nicht, dass man das Ziel erreichen kann. Ich wurde, als ich damals für unser Taubenhaus hier geworben habe, bei unserem Bürgermeister und in der Stadtverordnetenversammlung, wurde ich gefragt von einem Stadtverordneten, ob ich denn Tauben so mögen würde, dass ich überhaupt in der Lage wäre, die Population zu reduzieren. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn man mich fragen würde, ich wäre froh, wenn es zumindest von den Stadttauben her, wenn es gar keine Tauben mehr gäbe, also keine verwilderten Tauben mehr in den Innenstädten. Auch bei uns nicht mehr, auch bei uns nicht im Taubenhaus, weil die einfach nur saumäßig viel Arbeit machen. Und ich sage immer, mein Wahlspruch ist immer, jede Taube, die nicht geboren wird, ist eine gute Taube. So. Das klingt ja, also darf ich mir jetzt ganz kurz ins Wort fallen? Das klingt ziemlich radikal und ganz wenig liebhaberisch. Wow. Nee, eigentlich ist es überhaupt gar nicht wenig liebhaberisch, weil ich sage ja, jede Taube, die nicht geboren wird, ist eine gute Taube. Wenn sie erstmal da ist, dann kriegt die von uns natürlich alle Liebe und alle Fürsorge, die sie verdient hat. Also wie jedes andere Lebewesen auch. Ja, aber wir wissen, es gibt viel zu viele Tauben. Es gibt nicht genug Ressourcen für die ganzen Stadttauben, die wir haben. Die sind alle ungewollt, die kämpfen alle ums Überleben. Denen geht es tatsächlich wirklich einfach nicht gut.
Und vor dem Hintergrund sagen wir immer, jede Taube, die nicht auf die Welt kommt, ist eine gute Taube. Ja, und dadurch, dass es alles eigentlich irgendwie ja verwilderte Haustiere sind, die der Fürsorge des Menschen bedürfen, die sie aber niemals kriegen können, weil die Taubenschwärme so groß sind, viel größer als die Kapazitäten der Taubenpfleger, dass die sich drum kümmern könnten, wäre es natürlich wünschenswert, wenn es keine Taubenschwärme von verwilderten Tauben mehr gibt. Genauso wenig, wie es wünschenswert wäre, dass es keine Straßenhunde und keine Straßenkatzen mehr gibt, weil sich einfach niemand um die Tiere kümmert. Man kann seine Tiere bei sich, egal ob Hund, ob Katze, ob Taube, bei sich im Garten halten, in einer Voliere oder in einem Taubenschlag, ja, wie früher die Bauern auf dem Bauernhof, aber dann werden die Tiere auch versorgt. Denen geht es prinzipiell gut. Im Gegensatz zu den verwilderten Tauben, die in der Innenstadt leben, die einfach jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen. Also das wünsche ich mir für kein Tier. Und demzufolge würde ich natürlich sagen, ich fände das toll, wenn die Innenstädte von verwilderten Tauben komplett frei wären. Ja. Jetzt muss ich bloß mal, also wie gesagt, ich habe das vorhin so salopp gesagt, dass ich vom Dorf komme, aber ich habe diese Problematik, erlebe ich bei mir halt wirklich nicht, sondern das ist wirklich eine Problematik, die so in der Stadt stattfindet. Ich staune aber immer, dass es eben diese großen Schwärme gibt in der Stadt, und staune, dass die Tiere da wirklich so überleben. Also, weil du auch die Ressourcen angesprochen hast, ich frage mich dann tatsächlich, wie das funktioniert. Also, weil so viel Pommes bleiben auch nicht auf der Straße liegen, dass die Tauben davon leben können. Also ich weiß, dass es Tauben gibt, die dann auch aus der Stadt aufs Feld ziehen oder auch zu landwirtschaftlichen Betrieben und dort Körner fressen, die dort rumliegen. Das gibt es. Aber siehst du das wirklich so, dass diese große Population, dass das zu viel ist, dass es den Tauben schlecht geht? Also das frage ich jetzt ernsthaft, weil ich es einfach nicht weiß, weil ich auf der Gegenseite eben staune, dass es so viele Tauben gibt. Weißt du? Ja. Ja, also die Tauben, die haben schon eine immense Reproduktionsrate, ne? Wenn man sich überlegt, pro Jahr ein Taubenpaar, für wie viele Nachkommen die sorgen. Und nun sind Tauben schon nach wenigen Monaten geschlechtsreif. Das heißt, das kann sich jeder selber hochrechnen. Wenn auch nur ein Küken durchkommt, die gemeine Stadttaube, die verwilderte, hat eine Lebenserwartung von maximal 2 Jahren. Das ist gemessen an ihrer eigentlichen natürlichen Lebenserwartung ist das nichts. Aber um für reichlich Nachkommen zu sorgen, ist das schon wieder sehr viel vom Zeitraum her. So, nun finden die ja gerade so in Großstädten, in irgendwelchen Ruinen, leergeräumten Dachböden, wo einfach in der Anonymität der Großstadt sich keiner wirklich drum kümmert, wenn irgendwo ein leerstehendes Gebäude ist. Da siedelt sich natürlich ein Taubenschwarm wahnsinnig schnell an. So, und dann deswegen die wenigen Ressourcen. Es gibt nicht viele Brutplätze in der Stadt. Alles wird vergrämt, alles wird mit Spikes versehen oder mit Netzen. Und wenn dann irgendwo mal sich eine Brücke auftut oder ein Dachboden auftut oder eine Ruine auftut, dann zieht da ratzfatz ein Schwarm ein. Der Schwarm, der wächst innerhalb von wenigen Monaten rasant an. Vor allem, wenn irgendwo noch eine Futterquelle aufgetan wird. Deswegen gibt es in vielen Städten ja diese Fütterungsverbote. In Berlin und in Bernau gibt es das nicht. Also bei uns darf gefüttert werden. Auch das sehe ich ein bisschen als zweischneidiges Schwert, weil genügend Futter heißt natürlich, dass die Tiere nicht mehr verhungern. So, also sterben weniger. Wir Tierschützer finden prinzipiell, verhungern lassen ist keine Lösung und darf keine Option sein, um einer Taubenproblematik Herr zu werden. Dafür gibt es andere Methoden, wie zum Beispiel den Eiertausch. Aber verhungern lassen ist keine Option. Und dass ich finde, die Tiere sollten schon gefüttert werden. Aber eben zeitgleich müsste man tatsächlich wirklich die Population über den Eiertausch reduzieren. In anderen Städten, wo es Fütterungsverbote gibt, verhungern die Tiere einfach sehr schnell. Also selbst in Berlin haben wir das an manchen Stellen, wo keine etablierte Futterstelle ist, dass wir Tauben finden, die wiegen keine 190 Gramm mehr. Ja, das ist wirklich, das ist jeden Tag zum Sterben zu wenig und zum Leben zu viel. Die Tiere sind wahnsinnig krank, die sind bis auf die Knochen abgemagert. Wir haben da wirklich nur noch Knochen und Federn in der Hand und denken, die schafft das nicht mehr, bis wir sie nach Hause auf das Wärmkissen gebracht haben. Ja, dann kriegen die zwischendurch Schnabelatmung und dann war's das. Also man kämpft da wirklich gegen Windmühlen und das macht auch traurig und ein bisschen fassungslos, dass auch in Berlin sich die Politiker so gegen ein flächendeckendes Taubenmanagement sperren.
es kostet eben alles Geld und es ist auch noch nicht der Letzte überzeugt, dass das eine sinnvolle und vor allem tierfreundliche Möglichkeit ist, um die Taubenproblematik in den Griff zu kriegen. Aber ja, die weggeworfenen Pommes, die machen halt die Taube nicht gesund und vor allen Dingen auch nicht kräftig. Also die sind wirklich im allerschlimmsten Zustand. In Berlin geht's noch, weil wir viele Fütterer haben und vor allem kein Fütterungsverbot, aber es gibt Städte, also ich sage nur Hamburg, da kann man am Bahnhof langlaufen. Da sieht man, im Grunde ist jede zweite Taube, die dort auf dem Boden sitzt, dem Tod näher als dem Leben. Nun sprachst du davon, Susanne, dass die Tauben sich schnell und rasant vermehren. Bei unseren Brieftauben kann ich sagen, so alle 5 bis 7 Wochen legt ein Weibchen, wenn es nicht getrennt ist vom Partner, 2 Eier. Im Jahr, sag ich mal, wenn sie immer zusammenbleiben würden mit dem Partner, maximal 10 Mal, also 20 Eier, würde aus einem Paar 20 Küken rauskommen, so theoretisch rauskommen können, also 10 pro Taube, verzehnfachen. Wie ist es denn bei den Stadttauben? Weil die Brieftauben bei uns, die haben ja ideale Bedingungen. In welchem Rhythmus legen die Weibchen denn bei euch? Also wie gesagt, bei uns müssen wir so ab 4 Wochen, eher 5 Wochen gucken, dass das nächstjährige kommt. Manchmal auch ein bisschen länger. Wie schnell ist es bei euch? Und vor allem ist es unterschiedlich, wenn die Eier getauscht werden. Also die bleiben ja noch ein bisschen länger sitzen, die überbrüten ja dann bei den Brieftauben und dann gehen sie statt nach 17, Robert, hilf mir mal, wir lassen nicht so oft überbrüten, 5 Tage später, war so nach 22, 23 Tagen, gehen sie dann vom Nest. Wie ist bei euch das? Ist tatsächlich von Taubenpaar zu Taubenpaar sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben durchaus auch Taubenpaare bei uns oder einzelne Tauben, ob die verpartnert sind, kann man immer schlecht sagen, aber die sind schon 2, 3 Jahre am Stück da, die gar nicht brüten. Also wir haben welche, die brüten tatsächlich gar nicht. Die haben auch kein Nest. Die sitzen eben einfach immer nur auf den Sitzstangen und fliegen mal draußen rum und sitzen dann wieder da. Und dann haben wir aber auch Taubenpaare, die so eifrig sind, dass die ihr Nest quasi gar nicht verlassen. Also nur zum Essen, zum Trinken eine Runde drehen und schon gehen sie wieder rauf und dann kloppen sich Mama und Papa auch noch, wer jetzt gerade dran sein darf mit Brüten. Manchmal sitzen sie beide zeitgleich drauf. Dann hatten wir auch schon ein Paar, die hatten dann mal Ammenküken großgezogen, also ein sehr zuverlässiges Adoptivelternpaar, die haben schon mehrmals Ammenküken großgezogen und die sind so eifrig, dass die schon wieder neu legen, während die Küken noch im Nest sind. Also da sind die Küken 4, 5, 6 Wochen alt, ja, und machen so die ersten Flugversuche, sitzen aber immer noch mit im heimischen Nest, ne, und dann brütet die Mama aber schon längst wieder neu. Also das kann man, glaube ich, nicht runterbrechen, aber ich denke im Schnitt bei 5 bis 6 Mal sind unsere Tauben, unsere wildbrütenden Tauben schon auch dabei. 5 bis 6 Mal im Jahr im Schnitt. Also ungefähr die Hälfte zu Brieftauben ist ja auch logisch. Die schlagen sich ja mit irgendwelchen Krankheiten rum, haben ständig eine Unterversorgung in Futter, in Mineralstoffen, in Grit. Die haben immer zu wenig von allem und dann ist ja logisch, dass sie halt auch weniger Eier legen, aber 5 bis 7 Mal, okay, verstehe. Also dann würde sich so eine Population rein theoretisch verfünffachen können innerhalb von einem Jahr. Von 100 könnten so 400 bis 500, aus 100 könnten 400 bis 500 werden. Wenn ausreichend Brutplätze da sind und wenn ausreichend Futterressourcen da sind, ja. Das ist erheblich, ja. Wir sind mit unserer Einleitung jetzt schon fast 1 Stunde. Und haben noch, ich glaube, schon ganz viel von den Thesen unserer Vorarbeit hier abgearbeitet. Susanne, was fehlt dir noch? Was möchtest du noch beleuchten und betrachten mit uns? Ich hatte eine Bitte, weil wir das vorhin schon mal, ich glaube, du hattest das vorhin schon mal angesprochen, jetzt mal bezogen auf die deutschen Züchter, die natürlich den Sport ein bisschen ernsthafter und tatsächlich mit mehr Tierliebe, vielleicht kann man es Tierliebe nennen, aber vor allen Dingen mit mehr Regularien im Hinterkopf auch betreiben und mit mehr Tierschutz tatsächlich auch noch im Hinterkopf, Tierschutzgedanken. Wenn die Brieftaubenzüchter selbst merken, sie haben jetzt ein gewisses Alter erreicht und die Kinder oder Enkelkinder haben kein großes Interesse daran, die Tauben und den Sport irgendwann mal fortzuführen,
Das sage ich auch wirklich jedem Brieftaubenzüchter, mit dem ich Kontakt habe. Bitte macht euch rechtzeitig Gedanken, wenn ihr mal nicht mehr seid, was Gott verhüten möge, aber irgendwie trifft es uns ja alle irgendwann. Macht euch Gedanken, dass eure Tauben vorher Gedanken, dass eure Tauben untergebracht sind. Weil wir bei uns in den Tierschutzgruppen regelmäßig die Aufrufe haben, hier ist ein hier ist ein Taubenzüchter verstorben. Die Kinder sagen, die Enkelkinder sagen, der Taubenschlag muss schnellstmöglich weg. Jetzt suchen hier 70 Tauben ein neues Zuhause. Wo soll der Tierschutz 70 Tauben unterbringen? Und diese Aufrufe, die kommen also mindestens 2-mal im Monat. Wo sollen die Tierschützer von Züchtern die Zuchttauben unterbringen, wenn sie schon kaum die Kapazitäten haben, um eigentlich die verwilderten Stadttauben, um die sie sich kümmern wollen, unterzubringen? Das ist das eine. Und zum anderen, wenn ich als Züchter nicht in der Lage bin, die vielen Kilometer, die ich meiner Taube zugemutet habe, zurückzulegen, wenn ich nicht in der Lage bin, die selber zu fahren, um die Taube abzuholen, dann lasst bitte diese Taube nicht fliegen. Entweder ihr sorgt dafür, dass ihr irgendjemand an der Hand habt, egal ob es jetzt der Schwager ist oder der Enkelsohn oder der Neffe oder wer auch immer. Wenn nicht irgendjemand da ist, der sagt, okay, ich fahre jetzt die 300 Kilometer und hol dir dein Tier, dann bitte lasst es nicht fliegen. Also das wäre mein Appell. Weil es immer wieder und es wirklich sehr häufig, es sind keine Einzelfälle, es sind wirklich im Sommer, es sind keine Einzelfälle, wie viele Tauben stranden. Und das immer wieder eine wahnsinnige Aufgabe für die Tierschützer ist, für die Taubenpäppler ist, die Zuchtprodukte von Züchtern zu versorgen für nachher am Ende, wenn es das Tier überhaupt schafft, für ein kleines Dankeschön. Also selbst ich, und das tut mir auch in der Seele weh, das kostet mich viel Kraft. Viele Brieftauben, die ich gebracht kriege im Sommer, die kann ich nur noch in den Tod begleiten. Ja, die kommen zu mir, die sind so fertig. Die letzte, die ich hier hatte, da haben wir wirklich 2 Wochen lang gekämpft und ich habe am Ende zum Züchter ich war die ganze Zeit mit dem Züchter in Kontakt und der war wirklich lieb und wirklich goldig und war auch ziemlich erschüttert, dass am Ende ich doch sagen musste, ich habe die Taube jetzt gerade einschläfern lassen, weil wir haben sie aufgebaut, sie hatte Trichomonaden und sie hatte Bakterien und sie hatte Antibiotikum und am Ende hat sie Organversagen gehabt. Die Nieren haben einfach den Geist aufgegeben, die hat das Futter nicht mehr verdaut, die lag dann bei mir in der Box, hatte schon Schnabelatmung und dann habe ich die eingepackt, weiß ich noch, es war der 1. Mai, es war ein Feiertag, ich habe meine Tierärztin angerufen, naja, ich bin eigentlich schon auf dem Weg in den Urlaub, na komm schnell her. Und dann haben wir die über Inhalationsnarkose, die brauchte nicht mehr mit die Spritze, so fertig war die Taube, hat die Inhalationsnarkose schon gereicht und die Taube flog im Himmel weiter. Aber das sind Sachen, die gehen auch an uns ja nicht spurlos vorbei. Ne? Wir kämpfen da wirklich 2 Wochen lang um das Leben von der Taube. Also manchmal stehe ich mehrfach in der Nacht auf, um das Wärmkissen wieder warm zu machen. Also garantieren kann man es nie. Aber man kann ja so Risiken minimieren. Wenn man unbedingt diese Tiere in dem Sport auf den Weg bringen will, es gibt immer Risiken, aber man kann versuchen, die Risiken zu minimieren und vor allem dafür sorgen, dass man die Verantwortung trägt und sich auch hinterher um das Tier kümmert und hinterher auch die Verantwortung übernimmt, wenn andere Leute sich darum kümmern müssen, weil man selber gerade nicht vor Ort ist. Also das würde ich mir auf jeden Fall ganz dringend wünschen. Ich bin gerade ein bisschen ergriffen über deine Story mit der Taube, die da in den Tod begleitet wurde. Alter. Ja, ich glaube, Sanne, das war ein wichtiger Appell, den du jetzt gerade gemacht hast. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, eher im positiven Sinne, dass du dem Brieftaubensport eigentlich auch offen gegenüberstehst. Also, dass du die Seite, ja, einfach den Brieftaubensport auch anerkennst als etwas, was in der Gesellschaft verankert ist und trotzdem aber aus dir eben diese Tierliebe spricht. Also, aber dass du das nicht verurteilst, das will ich jetzt eigentlich damit sagen, dass du zwar einzelne Züchter, die sich nicht um ihre Tiere kümmern, die zu Recht auch verurteilt werden, genau, aber so grundsätzlich, dass du dort so offen dem Taubensport auch irgendwo gegenüberstehst und das ja für dich akzeptieren musst, sage ich jetzt einfach mal, finde ich gut und überrascht mich, ehrlich gesagt. Also, ja. Das liegt vielleicht daran, dass ich selber aus dem Reitsport komme. Ja. Ich habe nie an Turnieren teilgenommen, aber ich kenne auch da die Diskussion,
ja, dass die Tiere ausgebeutet werden. Und auch da denke ich mir, sobald es um Geld und um Leistung geht, rückt das Tier wohl ganz weit in den Hintergrund, aber im Reitsport vielleicht auch noch in einer anderen Dimension als bei den Tauben. Also ich persönlich vertrete die Ansicht, wenn ich Tauben habe und eine Taube habe, die mir besonders ans Herz gewachsen ist und die mir lieb ist, die schicke ich nicht auf Reisen. Ja, also da will ich das Risiko nicht eingehen und prinzipiell zählt das bei mir für jedes Tier. Wenn mir die Tiere lieb sind, dann setze ich sie diesen Risiken nicht aus. Dann möchte ich die bei mir am Haus haben, wo sie möglichst in Sicherheit sind. Ja, der Greifvogel, der kreist überall mal. Aber die fahre ich nicht kilometerweit. Das ist eine Tatsache, die ich nicht verstehen kann. Aber ich weiß, das muss man nicht verstehen. Und es gibt Leute, die sehen das anders. Und das muss man denen auch zugestehen. Ja, da hat nun jeder seine eigene Art und Weise, wie er mit seiner Tierliebe umgeht. Und ich will den Züchtern auch nicht absprechen, dass die ihre Tiere nicht lieben. Ne? Die sagen halt, eine Taube muss fliegen. Und wenn ihrer Ansicht nach die Runden, die sie ums Haus drehen, nicht reichen, sondern wenn die unbedingt die 500, 600, 700 Kilometer fliegen muss von einem anderen Land bis nach Hause, dann sollen die das machen. Aber die sollen sich hinterher definitiv nicht der Verantwortung entziehen, die dieses Tier, wenn es dann den Weg nach Hause nicht schaffen sollte, die das Tier dann mit sich bringt. Völlig richtig. Und wir können immer nur versuchen, die Risiken zu minimieren, was wir machen. Ne? Wir schicken nur topfitte Tauben, nur super trainierte Tauben, nur unter möglichst guten bis besten Wetterbedingungen. Ja, und dann ist es an uns Züchtern, die Taube wieder zurückzuholen, wenn sie sich verflogen hat. Das wäre das Allerwichtigste. Ja, also grundsätzlich ist ja eine Taube da auch in der Lage dazu, diese Strecken, die wir den Tauben vorgeben, sage ich mal, das ist ja so kein Problem für die Taube im Normalfall. Deswegen, wie gesagt, in Deutschland gelten da auch wichtige Regeln dafür und da, wenn man sich dran hält als Züchter oder als Vorstand, als Auflassleiter, dann minimiert man das Risiko und dann ist die Taube auch wirklich gut dazu in der Lage und irgendwo ist es auch eine gewisse Erhaltung auch der Art, also muss man auch ganz ehrlich sagen und auch in eine Schulung der Tauben oder, weiß nicht, Simon, wie sagt man dazu? Also Selektion ist jetzt das falsche Wort, aber... Nee, das ist aber auch Evolution, weil die Tauben, vielleicht kann ich mal kurz eingreifen, Robert, ich habe jetzt ganz spannende, der Deutschlandfunk hat eine ganz spannende Reportage über die Intelligenz von Tauben herausgebracht, jetzt erst am Montag. Susanne, ich schicke dir gerne mal nachher den Link dazu, da habe ich auch... Ich habe schon gesehen in deinem Status. Ja, also ich fand es hochspannend, vor allem dann diese Untersuchung mit dem Streckentraining von Tauben, wo man adulte Tauben, also erwachsene Tauben, auf eine bestimmte Strecke trainiert hat. Als die dann die Strecke drauf hatten, die haben an die Track mit GPS-Trackern. Als man dann die Tauben trainiert hat, hat man jüngere Tauben dazugenommen. Und man hat herausgefunden, dass jedes Mal, wenn jüngere Tauben dazugesetzt wurden, die jeweils jüngeren Tauben, die die Strecke dann erst erlernt haben, immer eine noch kürzere, noch bessere Route benutzt haben. Was also zeigt, dass Intelligenz sowohl weitergegeben wird, als auch ausgebaut wird von Generation zu Generation. Intelligenz im Sinne von, wie kehren die Tauben heim? Orientierungsvermögen und ein Finden vom guten und richtigen Weg nach Hause. Ein anderes Argument ist ja immer noch, was wir Brieftaubenzüchter haben, wenn man Distanzflüge generell verbieten würde. Eingeschränkt wären sie ja schon. Sowohl in der Distanz als auch, Susanne, jetzt zum Beispiel am kommenden Wochenende hat der Verband eine Einschränkung rausgegeben. Wir Brieftaubenzüchter dürfen bloß Distanzflüge von maximal 275 Kilometer für gewisse Richtungen fliegen. Robert ist davon ausgenommen, weil die in die Ostrichtung fliegen. Wir in der Westrichtung dürfen unseren geplanten 400 Kilometer Flug von Verbandsseite nicht durchführen. Wir dürfen bloß auf maximal 275 Kilometer gehen, weil der Verband sagt, das Wetter wird zu schwierig. Also es wird ja eingeschränkt, aber wenn man es ganz verbietet, würde man auch die Rasse der Brieftaube gefährden. Denn der Orientierungssinn ist einfach mal das Merkmal, was die Brieftaube im Gegensatz zu Hochfliegern, zu Tümmlern, zu Kröpfern, zu anderen Schautauben ausmacht. Und man hätte dann nicht mehr das einzig alleinige Alleinstellungsmerkmal der Rasse Brieftaube hätte man dann einfach nicht mehr. Man würde es auf jeden Fall nicht weiterentwickeln oder es würde verkümmern.
Und dann hätte man irgendwo keine Brieftaube mehr zum Schluss. Also muss man auch immer, auch als Tierschützer, sich die Frage stellen, was will ich? Denn wenn ich mal ganz radikal spreche, würde ein generell Flugverbot oder ein Verbot des Brieftaubensportes bedeuten, dass irgendwann die Rasse der Brieftaube ausgelöscht wird, ausgerottet wird. Und das will, glaube ich, auch kein Tierschützer. Wir haben schon viele Beschränkungen, die sehe ich auch komplett ein. Das will kein Tierschützer. Lach nicht so. Das stelle ich jetzt mal so hin. Gut, also wir haben viele Einschränkungen. Ich bin auch kein Freund von 1000 Kilometer Flügen, auch wenn die viele Brieftauben es könnten, aber es können halt auch ganz viele Tauben nicht. Es gibt Weitstreckenclubs, die machen es, sollen sie machen, aber ich bin auch kein großer Freund davon. Bei 600 und ein bisschen Kilometer sollte in meinen Augen Schluss sein. Kann auch ruhig Schluss sein, weil alles andere ist dann, hat viel mehr mit Glück zu tun. Und je mehr Glück irgendwo mit drin spielt, desto weniger Professionalität ist dabei. Ja. So, was wollte ich jetzt sagen? Dass man uns doch irgendwie, also der Rassebrieftaube die Distanzflüge auch irgendwo lassen muss. So, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Robert, hilf mir weiter. Ich tue mal noch ein anderes Thema, Ja. weil du das vorhin sagtest, Susanne, mit diesen Lieblingstauben. Ich glaube, da hat fast jeder Züchter so seine wirklichen Lieblinge, die er auch dann am Ende auch zu Hause lässt. Also ich weiß, dass Simon solche Tauben hat. Wir haben bei uns hier zu Hause Tauben, die haben eben auch Namen. Also Freddy heißt der zum Beispiel und der ist total vernarrt auf uns, also auf meine Frau und mich. Wenn wir da kommen, vorm Schlag schon rumlaufen, springt er uns oder fliegt er uns auf den Kopf. Und ja, daran sage ich ja, ist eben diese Tierliebe, die wir halt alle haben, auch gut erkennbar. Ja. Ich habe zum Beispiel den Crazy Boy, den kleinen Verrückten, den sieht man immer im Intro von unserem Konzert, wo ich mit ihm rumspiele. Das ist so ein kleiner, verrückter Typ, der wartet in meiner Zelle, bis man kommt und mit ihm so ein bisschen, Boxkampf ausübt. Also der hat als Jungtaube sehr gut gereist. Als Serientaube kam er vom ersten 400-Kilometer-Flug mal 3 Tage zu spät, oder nicht zu spät, sondern 3 Tage später. Samstag war Fliegen und Dienstag kam er an. Und das waren 3 ganz schön schwierige Tage für mich, mein Vater und mein Opa, weil der war damals schon so verrückt, so dolle zahm. Und als er dann endlich, der kam dienstags oder mittwochs, mitten in der Woche, kam er an, natürlich total kaputt. Und wir haben gesagt, alles klar, du bleibst jetzt mal schön zu Hause. Und ja, das ist ein super Motivationsvogel, nicht nur für jeweils sein Weibchen. Im letzten Jahr hat er die Lucky Lady gehabt, die dann zum Schluss 13. weltbeste Taube war. Der kümmert sich sehr, sehr gut um seine Weibchen. Die sitzt jetzt im Zuchtschach, die Lucky Lady, und er hat seine Zelle weiter. Und jetzt hat er die Schimmelise, was auch ein hervorragend fliegendes Weibchen ist. Also der Crazy Boy, der ist bei uns auch so wie dein Freddy, Robert, unser Liebling, unser Maskottchen. Ja, und der Freddy bei uns, der ist einfach auch zu dumm zum Fliegen. Also ja, aber ich will damit eigentlich sagen, dass eben, wenn Tauben wieder nach Hause kommen, wie Simon das auch gerade beschrieben hatte, wir nicht alle Tauben selektieren und einfach, weil sie die Leistung nicht bringen, sind es schlechte Tauben. Das ist nicht so. Also wir haben genauso die Tauben, die dann einfach zu Hause sind, eben als Motivationstauben oder einfach als fast Familienmitglieder oder Haustiere, sage ich mal. Und wo man einfach Spaß hat mit den Tieren. Und ja, das ist so. Vielleicht mal noch ein anderes Beispiel. Entschuldige. Ich glaube, gegen Taubenzüchter, wie ihr seid, hat bestimmt auch kaum ein Tierschützer was. Aber das gebt ihr sicherlich selber zu. Es gibt schwarze Schafe in euren Reihen und es gibt sehr, sehr viele. Und ich kann mich erinnern, ohne jetzt einen Namen nennen zu wollen, aber im Osten von Berlin gab es auch einen Veranstalter eines größeren Rennens. Ich glaube, der bietet das mittlerweile nicht mehr an. Den Namen kennen wir. Ja, mit dem hatten wir eine sehr, sehr unschöne Begegnung. Wir hätten ihn gebeten, seine Taube abzuholen. Wir haben das 2-3 Mal, haben wir ihm hinterher telefoniert. Schlussendlich hat er sich am Telefon verleugnen lassen. Dann hat es eine Kollegin von mir unter einer anderen Rufnummer probiert. Auch die hat er dann weggedrückt, sich verleugnen lassen. Wir haben es dem Verband gemeldet. Und ich hatte dann bloß auf seiner Facebook-Seite mal gelesen von irgendwelchen besonders schweren Flügen, wo dann nur noch 6 Tauben zurückkamen. Im September muss das gewesen sein. Und schon die Kommentare darunter,
habe ich mitgekriegt, dass viele Brieftaubenzüchter, die dort mitgereist sind mit ihren Tauben, die dann gesagt haben, naja, wenn man die Tiere nicht adäquat vorbereitet, ne, dann braucht man sich auch nicht wundern. Wahrscheinlich geht unsere Kritik auch eher in die Richtung. Ja? Aber diese Züchter und diese Veranstalter gibt es nun mal und deren Tiere bleiben auf der Strecke und das sind dann die Tiere, die uns eben zuhauf in die Hände fallen. Und es gibt einfach noch zu viele davon, die sich eben nicht kümmern, die Tiere nicht vorbereiten. Auch wenn ich selber eine Brieftaube reinkriege, das ist immer ein Überraschungsei. Entweder unter dem Mikroskop sehe ich, die Taube ist randvoll mit allem, was es gibt. Die ist randvoll mit Trichomonaden, mit Kokzilien und mit Wurmeiern. Oder die Taube hat gar nichts. Und dann weiß ich schon, was da für ein Züchter dahinter steckt. Entweder einer, der Taube alles reingestopft hat, was der Markt hergab, damit die Taube möglichst clean ist. Ja, klar ist sie dann eben auch gesund und Resistenzen sind wieder ein anderes Thema. Aber die andere Taube auf Reise zu schicken, die schon geschwächt ist von allerlei Parasiten, und finde ich auch nicht gut und nicht richtig. Also da muss jeder Züchter für sich selbst nochmal überlegen, bereitet er seine Tiere wirklich so gut vor, trainiert er dies so gut, dass sie diese Leistung auch erbringen können. Und wenn er das nicht tut, dann hat er eben auch nicht das Recht, an Wettflügen teilzunehmen. Ja. Also den Rennbetreiber kennen wir, Robert, ne? Kennen wir beide. Wir haben da unsere eigene Meinung, wir werden jetzt auch keinen Namen nennen. Meine Meinung ist, dass es sehr gut ist, dass es Rennen nicht mehr gibt. Weil der hat wirklich ganz doll schlechte Werbung für unseren Brieftaubensport gemacht. Und das andere ist, Susanne, du hast jetzt zwei extreme Bilder von Mikroskopbild beschrieben. Ja, natürlich. Extrem. Es gibt auch das Mittelfeld. Die Tauben sind mir die liebsten übrigens, die mal 3 Kokzilien haben, ja, und mal. Ich wollte gerade sagen, also beides ist nicht unbedingt gut. Also das eine sicherlich gar nicht und auch das ganz reine Mikroskopbild ist eigentlich nicht das förderlichste, um super an der Reise teilzunehmen. Ja, okay, weil deswegen hatte ich die Resistenzen auch angesprochen. Genau, die Tauben sind dann oftmals anfällig für Kleinigkeiten. Ja, denn die sind zwar mikroskopisch gesund, wenn auch nicht, aber sind trotzdem vielleicht krank. So. Ja. Gut. Jetzt quatschen wir schon wieder fast 1,5 Stunden. Aber es war nett. Ja, ich fand's auch. Wir hatten ja im Vorfeld, hatte ich ja schon ein gutes Gefühl, aber ich muss sagen, Robert hat es ja auch schon erwähnt, auch ich bin noch positiver überrascht, als ich es vorher schon vermutet hätte. Ich würde jetzt gerne mal Robert dazu holen, denn wir haben ja auf der Seite vom Verband die Möglichkeit, dass Taubenmelder, Taubenfinder sich da helfen. Oder wie soll ich sagen, zu helfen wissen können. Nämlich denn, wenn vielleicht mal der Telefonring nicht um eine Taube ist, ab ist. Nämlich können wir über die Vereinsnummer am Ring oder über die Postleitzahl Anlaufstellen finden, wo wir uns melden können. Ich habe es schon ganz häufig genutzt. Gerade, ich sag mal, das passiert im Frühjahr so 1-2 Mal oder jedes Jahr einmal, könnte man sagen, dass mal eine Jungtaube ohne Telefonnummer bei uns zufliegt. Und dann finde ich immer über die Vereinsnummer raus, wer Vereinsvorsitzender ist, und den kann man dann kontaktieren. Aber da wollte ich gerne mal, dass man mal sieht, dass man über unsere Seite vom Verband, kennst du die Funktion? Ja. Ich habe darüber auch schon Telefonnummern rausgefunden. Ja. Denn wir haben ja auch so eine schwarzen Schafe, muss ich mal auch nennen. Ich kann da fast ein bisschen lachen. Der Züchter haben Zuflieger, den peppeln sie ein bisschen auf ein paar Tage und denken sich, für die Futterkosten nehme ich mal den Unicorn-Ring im Wert von 2 Euro oder 2,50 Euro ab und lass die Taube ohne Unicorn-Ring wieder weiterfliegen. Und in der Regel klebt ja auf dem Unicorn-Ring oder auf dem Tippes-Ring unsere Telefonnummer drauf. Da hatte ich jetzt mal, wenn Robert jetzt gleich da ist, ich kann ja mal eine witzige Story erzählen. In der letzten Woche, auf dem Dienstag, Robert, ich hab's dir erzählt, ne? Rief mich ein Züchter aus Polen an, ein Pole. Ja, wir brauchen in Deutsch, hier ist eine Taube von euch und wie kommt die wieder zurück? Und ich, schön, eine Taube gemeldet. Ich freue mich ja über jede Taube wie ein kleines Kind und gib mir mal die Ringnummer. Dann sagt er, die Vereinsnummer, die kam mir erstmal schon komisch vor, die war gar nicht unsere, aus dem Jahr 21, also schon eine 4-jährige Taube, und dann die Endnummer.
Ich habe kurz gegrübelt und sage, ich würde sie gleich zurückrufen, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Das war nicht eine Taube von uns, aber eine Taube mit unserer Telefonnummer am Fuß. Hab also über die Vereinsnummer den Vereinsvorsitzenden herausgefunden. Der Vereinsvorsitzende war einer aus dem Süden von Brandenburg und dem hat ich dann die Vereinsnummer durchgegeben und die Ringnummer durchgegeben. Und er sucht meinen Züchter raus. Ich habe dann nur gesagt, schöne Grüße an den Züchter. Wenn er schon unseren Unicorn-Ring und das im Jahre 2021 klauen muss, dann hätte er wenigstens so fleißig sein können, seine eigene Telefonnummer aufzukleben. Ja, also ich habe mich zweifach geärgert. Erst gefreut, dann zweimal ärgert. Gefreut über eine Meldung, geärgert, dass es nicht unsere Taube war. Und dann habe ich mir noch geärgert, ja, dass jemand da zu faul war, seine eigene Telefonnummer aufzukleben. Weil das ist dann auch noch eine andere Unart. Ja. Aber gut. Machst du eigentlich noch Reitsport? Oder machst du das gar nicht mehr, Susanne? Ich habe noch ein Pferd. Ich reite es aber nicht mehr. Mein Pferd ist jetzt schon 27 Jahre alt und seit 25 Jahren bei mir. Ja, okay. Ja, der ist schon Rentner. Also ich habe noch ein junges Mädchen, was immer mal ein paar Runden auf ihm dreht, dass er nicht ganz einrostet. Aber ich selber reite ihn nicht mehr. Ist jetzt auch nicht besonders groß, ist so Endmaßpony. Das heißt, der ist bis zum Rücken 1,48. Genau, also der kann sein Rentnerleben ein bisschen genießen und ja, immer mal Spaziergänge machen. Das reicht ihm, glaube ich. Ja. Brieftaube.de. Da bin ich drauf. Genau. Und jetzt klickt man auf Brieftaubenwesen. Ich weiß es jetzt auch nicht. Man klickt auf. Das war mal ganz prominent hier gemacht, Taube gefunden. Aber ach so, ja, die Seite wurde überarbeitet. Da haben die das irgendwie. Die haben überarbeitet. Ja, doch, hier ist es doch. Ach, der erste. Scrollt einfach ein bisschen runter, genau, Brieftaube gefunden. Und der erste. Das gibt es auch im Menü, aber vielleicht kann man das ja mal als Button einbauen. Das wäre schon schön. Dann kann man hier gucken, ob man eine Rassetaube, eine Stadttaube gefunden hat, eine Wildtaube oder wir haben eine Brieftaube gefunden. Dann klickt man drauf, wie kann ich hier helfen? Ja, dann wird noch gefragt, ob man Taubenzüchter ist oder nein. Also wenn man jetzt Ja sagt, dann würde man sofort zu diesem Suchmodell kommen. Und dann kann man mit der Vereinsnummer, ich denke mal, man kommt hier... Nee, das ist die Postleitzahl oder Vereinsnummer. Genau, man kann die Postleitzahl oder Vereinsnummer, jetzt sag mal deine Vereinsnummer, Simon, dann suchen wir dich mal. 1811. Mit einer 0 vor oder ohne? Geht das eigentlich ohne? Ich weiß es nicht. Doch, manchmal, genau. Da ist unser Vereinsvorsitzender. Genau. Den wird man anrufen. Ja. Den ruft man an und dann wird das da ihm weitervermittelt. Dann wird er natürlich fragen, was ist das für eine Ringnummer? Dann weiß er, welcher Züchter diese Ringnummern bekommen hat. Ja, meistens ruft er mich dann gleich an und sagt, hier, mach mal, hol die mal ab. Und so zum Beispiel ist auch schon mal eine Taube aus Potsdam, aus der Tiernotrettung, wieder zurückgekommen zu uns. Die war, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre weg. 14er Vogel, ich glaube, 6 Jahre war die Taube mal weg und dann haben wir ihn wieder gekriegt. Man kann natürlich auch nach Postleitzahl, Robert, sag mal deine Postleitzahl. 02906. 02926. Nee, 02906. Achso, 06 noch. Okay. Oh. So. Und dann kommen auch hier sogar mehrere bei euch in der Region. Ihr habt ja ganz viele. Was ist denn da los bei euch? Na, weil wir eben sehr bestrebt sind, dass die Tauben wieder nach Hause kommen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das finde ich gut. Da werden sie auch alle genannt. Ja, so kann man ihm natürlich auch eine Brieftaube melden und dann wird das eben auch organisiert. Wir haben ja auch ein Netzwerk, wie Simon auch erklärt hat im Podcast. Ich muss sagen, war eine gute Folge. Sehr spannend. Ja, ach, da ist der Ringnummer erklärt, siehst du? Ja, hier wird das auch sogar nochmal erklärt. Also, wenn man sich jetzt ist natürlich sehr gemünzt der Podcast auf Taubenhalter, ne? Also, ja. So. Susanne, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ich würde jetzt zum Schluss kommen der Folge. Hast du noch abschließend ein Thema, was wir noch mal kurz einfließen lassen wollen? Oder sagst du auch wie wir,
wir lassen es erstmal dabei und ja, geben den Zuschauern nochmal Möglichkeit, vielleicht Fragen zu stellen, dass wir uns nach der aktuellen Saison eventuell auch mal zusammensetzen. Also wir können uns gern jederzeit nochmal zusammensetzen. Wenn Fragen offen geblieben sind, bin ich gern dabei. Das, was ich jetzt mitgenommen habe aus was sind das, 1,5 Stunden? Knapp. Ich glaube, ich muss jetzt gleich nochmal in unser Taubenhaus gehen. Da haben wir nämlich eine Brieftaube, die ist schon seit 3 Jahren bei uns. Ich dachte immer, es ist eine polnische, habe mir die nie so genau angeguckt. Und als ich beim Brüten letztens mal Eier getauscht habe, habe ich gesehen, sie hat einen deutschen Ring dran. Und Asche auf mein Haupt, ich habe bis heute nicht dem Züchter Bescheid gesagt, dass sie schon seit 3 Jahren bei uns lebt und habe gerade ein schlechtes Gewissen. Ich fahre jetzt ins Taubenhaus und gucke mir die Ringnummer nochmal an und gelobe Besserung. Ja, ich denke, das kann der Züchter absolut verzeihen, wenn du sich jetzt meldest. Die wird auch bei uns bleiben. Ich glaube nicht, dass die nochmal zurückfliegt. Die ist glücklich verpartnert und das schon seit 3 Jahren. Oh, dann fühlt sich wohl. Robert, sagst du noch was? Nee, ich würde mich jetzt verabschieden. Ja. Ja, also ich bedanke mich, Susanne, dass du heute jetzt eine Zeit hier wirklich, ich sag's mal, geopfert hast, beziehungsweise für ein wichtiges Thema auch mit uns ja darüber gesprochen hast. Und ich fand es wirklich interessant. Also ich hatte im Vorfeld da auch zu Simon und zu Robert gesagt, dass ich mich darauf freue, dass ich echt interessiert bin, wie das auch so abläuft. Und danke dir für deine offene Art, also auch für die offene Beantwortung der Fragen. Und auch nochmal vielen Dank für die Arbeit, die du und deine Kolleginnen und Kollegen dort leisten. Wirklich eine tolle Sache. Und ja, ich freue mich drauf, wenn wir das wirklich nochmal wiederholen könnten. Und ansonsten, wie gesagt, vielen lieben Dank, eine schöne Zeit und sag mal bis bald. Ja, vielen Dank. Kann ich mich anschließen. Bleibt mir auch nicht viel zu sagen. Es war nett mit euch. Ich kenne schon viele wirklich super liebe Züchter, die auch super lieb zu ihren Tauben sind. Dann hoffen wir einfach, dass die schwarzen Schafe, die es gibt, sich so nach und nach verabschieden aus euren Reihen. Ja, und wie es bei euch üblich ist, dann würde ich mich verabschieden, einfach auch für alle eure Taube mit den Worten Gut Flug. Gut Flug. Flug. Tschüssi. Tschüss. Ja.